Liebe Freunde, es gibt Helden der Freiheit, Freiheitskämpfer, deren Biografie gekennzeichnet ist von Gefangenschaft, von äußerer Unfreiheit. Denken wir an Julian Assange, Chelsea Manning und Edward Snowden, aber auch an Mahatma Gandhi, der insgesamt 8 Jahre seines Lebens in Gefängnissen verbracht hat. Ein König der Freiheit ist Nelson Mandela. Nelson Mandela verbrachte insgesamt 27 Jahre lang ununterbrochen im Gefängnis. 19 Jahre davon saß er im Gefängnis auf der Gefängnisinsel Robben Island vor Kapstadt. In einer Zelle, die war rechteckig und der Länge nach so lang, dass wenn er sich hinlegte auf eine verfaulte Strohmatte, das war sein Bett, dann berührten seine Füße die Wand und sein Kopf die andere Mauer. Das war seine Zelle. Er hatte schwere Zwangsarbeit zu leisten und das Urteil für diese Zeit war nicht Todesstrafe auf internationalen Druck hin geworden, sondern er wurde verurteilt zu lebenslanger Haft. Das heißt, er konnte in keinem Augenblick dieser 27 Jahre wissen, dass das irgendwann einmal aufhören würde. Lebenslänglich, das war das Urteil. Als er aus dem Gefängnis tatsächlich eines Tages dann befreit wurde, entlassen worden war, dann kam er als freier Mensch aus dieser Gefangenschaft hervor. Geradezu ein leuchtender Freiheitsmensch. Warum konnte Nelson Mandela als freier Mensch aus der Gefangenschaft hervorgehen? Können wir etwas lernen? Können wir das auch lernen? Freiheit? Er hat die Zeit genutzt. Er hat in dieser Zelle Sport getrieben. Er hat Jura studiert. Er hat mit großem Aufwand tatsächlich schließlich erreicht, dass er entsprechendes Studienmaterial in diese Zelle geschickt bekam. Er hat, wie das aus einem Brief hervorgeht, jeden Tag etwa 20 Minuten für Meditation verwendet. Und dann gab es eines Tages im Laufe dieser langen Jahre den Augenblick, dass er Besuch bekam. Er hat so gut wie nie Besuch empfangen dürfen, aber eines Tages kam ein Regierungsabgesandter. Dieser Mensch hat Nelson Mandela erklärt, wenn Sie aufhören, gegen die Apartheid zu kämpfen, dann dürfen Sie das Gefängnis verlassen. Dann dürfen Sie nach Hause zu Ihrer Frau, die Sie ewig nicht gesehen haben, zu Ihren Kindern, die Sie überhaupt nicht mehr kennen. Nelson Mandela entschied in diesem Augenblick, im Gefängnis zu bleiben. Was wollte er? Er wollte kämpfen. Er wollte kämpfen für das Menschentum, für die Gleichheit der Menschen, für den inneren Wesenskern der Menschen, jenseits von äußeren Rassen, Nationen, Sprachen und dergleichen. In seinem Willen, der ihn jetzt sagen ließ, ich bleibe im Gefängnis, wirkte nicht nur der private Wille eines Durchschnittsmenschen, da wirkte ein viel größerer Zusammenhang, da wirkte Menschheits- oder Weltenwillen bis in diese kleine Zelle herein. In diesem Augenblick bewies er, dass er ein freier Mensch war. Er war spätestens ab diesem Augenblick voll bewusst, in jedem Augenblick freiwillig dort, wo er war. Selbst die Gefangenschaft äußerer Art konnte ihm die innere Freiheit nicht rauben.
Er wollte, was Tatsache war. Er war im Gefängnis und hat nicht gesagt, ach, möge es doch anders sein. Er hat in diesem Augenblick das, was Umstände seines Lebens waren, zu seinem eigenen Willen gemacht. Das hat ihn erleuchtet. Das hat ihn Freiheit wie ein Licht ausstrahlen lassen. Über ihn hinausgehend in ein Volk und dafür beispielsweise für die Menschheit. Es kam noch einmal vor und noch ein drittes Mal, ein viertes, fünftes und sechstes Mal, dass ihm angeboten wurde, verlassen Sie das Gefängnis. Jedes Mal wurde ihm dieses Bewusstsein wieder geprüft und jedes Mal entschied er bleibt im Gefängnis. Eine innere Freiheit. Können wir die entwickeln? Was können wir lernen? Wie können wir das angehen? Tatsächlich, es ist für jeden Menschen möglich, auch ohne Gefängnis. Also tröstlich für alle Durchschnittsbürger, es geht auch ohne Gefängnis, sich auf den Weg zu machen, innere Freiheit zu entwickeln. Die innere Freiheit ist ein Weg. Und indem man den Weg geht, den Weg der inneren Freiheit, ist man bereits am Ziel. Das ist mit allen wesentlichen Schulungen so. Weg und Ziel sind zwei Seiten des Gleichen. Wer wirklich unterwegs ist, erlebt fortwährend bei jedem Schritt, der wirklich unternommen wird, bereits das, was man sonst am Ziel erlebt. Nur wenn man meint, man wäre bereits am Ziel und müsse deswegen nicht mehr unterwegs sein, geht das Zielerleben auch wieder weg. Wir können uns auf den Weg der Freiheit begeben. Und dafür ist eine Erkenntnis grundlegend und dann eine Übung, mit der diese Erkenntnis nicht nur Gedankeninhalt bleibt, sondern tatsächlich Lebensgefühl wird. Was ist diese Erkenntnis? Die Erkenntnis der Freiheit. Die Erkenntnis beinhaltet, wir sind bereits frei. Das ist die Erkenntnis. Das ist Tatsache, wir sind uns dieser Tatsache nur noch nicht bewusst. Deswegen erleben wir es noch nicht. Aber es ist tatsächlich so, wir sind frei. Wir sind zur Freiheit berufen, zur Freiheit begabt als Menschen und schon jetzt in die Freiheit hereingestellt. Wir müssen überhaupt nichts. Es gibt keinen Zwang. Wir tun, was wir wollen. Kein Mensch muss zur Arbeit. Wir hören das so oft. Ich muss zur Arbeit. Das stimmt nicht. Man könnte auch ausschlafen und zu Hause bleiben. Ab morgen kann man das tun. Natürlich geht das. Es hat nur Konsequenzen und indem wir uns diese bewusst machen, wollen wir zur Arbeit. Bewusstsein braucht der freie Wille. Wenn wir das verdrängen und sagen, das macht mich unfrei, ich will lieber nicht dran denken, dann kommt die Unfreiheit viel mehr ins Gefühl. Freiheit braucht das Bewusstsein. Wir machen uns bewusst, was sind die Folgen. Und dann zeigt sich der Wille, dann zeigt sich, was wir wollen, indem wir uns das bewusst machen. Kein Schüler muss zur Schule gehen. Ist doch großartig, man hat es nur mit freien Schülern zu tun. Und als Schüler kann man auch realisieren, ich könnte auch ganz anders. Ich könnte einfach nicht mehr hingehen. Nein, eine Tat des freien Geistes ist das. Das geht so weit, dass man sogar erkennen kann, wir müssen nicht essen. Kein Mensch muss essen. Und das hat jetzt nichts mit irgendwelchen magischen Ernährungsformen anderer Art zu tun. Das hat schlichtweg mit der Tatsache zu tun, dass Essen Teil des Lebens ist. Und wer leben will, der will das Leben mit allem, was dazugehört. Wer wirklich das Leben will. Was dann eben sogar so weit geht, dass man nicht mal sagen kann, wir müssen sterben.
In dieser Formulierung schwingt die Unfreiheit mit. Aber die Tatsache heißt nicht, wir müssen sterben, sondern wir werden sterben. Und wer leben will, will letztlich auch sterben. Denn wer das Leben will, will etwas, zu dem Sterben dazugehört. Tatsächlich gibt es überhaupt nichts, was wir müssen. Und uns das zur Erkenntnis zu bringen, dass wir bereits frei sind, das ist das großartige, weltverwandelnde. Jetzt kann man natürlich sagen, meinethalben, ich muss nichts. Aber kann ich dann trotzdem tun, was ich will? Ist das denn das Gleiche? Kann ich denn fliegen, wenn ich fliegen will, wie ein Vogel? Ausdruck der Freiheit. Kann ich das? Oft wird ja die Freiheitsfrage als eine Willensfrage erlebt. Jetzt denken wir uns mal, ein tüchtiger Willensmensch, der übt jetzt Fliegen. Der versucht das mit seinem Willen zu überwinden, diese Schwerkraft, und der übt jetzt eine Viertelstunde jeden Tag mit den Armen so zu flattern, dass er irgendwann mal abheben lernt. 2 Jahre lang, jeden Tag eine Viertelstunde üben. Ist doch unglaublich, was für eine Willenskraft da ausgeprägt wird. Und wenn er nach 2 Jahren anerkennt, ich bin noch keinen Zentimeter weitergekommen. Stellen Sie sich vor, 2 Jahre etwas üben, ohne Erfolg zu haben, ohne sichtbaren Erfolg. Vielleicht muss man dann sagen, ich übe einfach noch 2 Jahre. Und dann merkt man, solch verbissener Wille macht einen unendlich unfrei. Wo ist da die Freiheit? Was macht mich unfrei, wenn ich mich unfrei fühle, ich Armer kann nicht fliegen? Das ist nicht mein Wille. Was mich jetzt unfrei macht, wenn ich meine Unfreiheit fühle im Nicht-Fliegen können wie ein Vogel. Was mich jetzt unfrei macht, ist mein Denken. Ich habe offensichtlich nicht gründlich genug darüber nachgedacht, wie das Verhältnis meines Leibes, meiner Tragflächen zur Luft, zum Körpergewicht und so weiter sind. Es reicht ein bisschen Physik, ein bisschen Anatomie aus, um zu erkennen, das geht nicht. Also jetzt hat jemand insgesamt 4 Jahre tüchtig geübt und dann kommt die Erkenntnis, das geht gar nicht. Welch Befreiung! Die Freiheit kommt aus der Erkenntnis. Wir können alles Mögliche wollen. Genauso formuliert und anders betont, wir können alles Mögliche wollen. Wenn ich Unmögliches will, dann habe ich offensichtlich nicht erkannt, dass das unmöglich ist. Wenn ich Mögliches will, dann bin ich in der Wirklichkeit anwesend. Aber wenn ich Unmögliches will, dann will ich etwas, was der Wirklichkeit nicht entspricht. Und das kommt aus mir, nicht aus der Welt. Die Erkenntnis macht frei, nicht der Wille. Die Frage nach der Freiheit des Willens ist keine Willensfrage, sondern eine Erkenntnisfrage. Das hat der Philosoph der Freiheit, Rudolf Steiner, der das Buch, vielleicht das bedeutendste Buch der Neuzeit geschrieben hat, die Philosophie der Freiheit, hat das darin und erstmalig in der Menschheitsgeschichte klargelegt. Frei ist der Mensch, der aus Erkenntnis handelt. Und so widmet sich dieses Buch in seinem ersten Teil auch der Frage des Erkennens. Und dann kommt die Wirklichkeit der Freiheit als Thema des zweiten Teils in diesem Buch. Freiheit hat mit Wirklichkeit zu tun. Und wir können einen Ausdruck der Freiheit erleben, wenn wir jemanden zuschauen oder selbst die Möglichkeit haben, das zu tun, wenn jemand hervorragend eine Sportart beherrscht.
Wenn jemand zum Beispiel sehr, sehr gut Ski fahren kann, dann ist das wie ein Erlebnis der Freiheit. Und was geschieht da? Der diese Sportart jetzt ausübt, der ist im fortwährenden Inneren wie Gespräch in enger Verbundenheit, im Dialog mit dem Berg, mit der Substanz des Schnees und in jedem Augenblick mit den Gesetzmäßigkeiten der Schwerkraft, der Beschleunigung, der negativen Beschleunigung. Fortwährend und nicht nur im Kopf, sondern im Bewusstsein des Leibes und des Lebens ist da dieser Austausch, diese Verbundenheit, die stattfindet und die den Gesetzmäßigkeiten, die so verinnerlicht, dass da Freiheit daraus hervorgehen kann. Verinnerlichte Gesetzmäßigkeiten zeigen diese Freiheit der Beweglichkeit, der Bewegung. Vielleicht auf noch höherer Stufe im Kunstschaffen. Die innere Notwendigkeit, die Gesetzmäßigkeit, etwa bei einem Musiker, bei einer Kunst, die so durchdrungen ist von auch mathematisch beschreibbaren Gesetzmäßigkeiten. Was kann da Großartiges entstehen aus dieser verinnerlichten Gesetzmäßigkeit? Die Steigerung, die größte Kunst ist sicherlich die Lebenskunst. Die Kunst des Lebens immer mehr zu beherrschen, dass wir mit den Lebensgesetzmäßigkeiten, mit der weisheitsvollen Weltenordnung so verbunden sind, dass wir darin Freiheit erleben, wie andere in der Ausnahmesituation des Sports oder im künstlerischen Erleben und Vollbringen erfahren. Das auf dem Felde der Lebenskunst. Die Voraussetzung dafür ist diese Erkenntnis, diese lebensverwandelnde Erkenntnis. Wer das wirklich sich zu Herzen nimmt, diese Erkenntnis, ich bin bereits frei, das habe ich mir bisher nur eingebildet, das habe ich gedacht, dass ich unfrei wäre. Wer das erkennt, ich bin frei, ich kann in jedem Augenblick meines Lebens tun und lassen, was ich will, der gibt dieser Freiheit in sich Raum als Lebensgefühl. Wir brauchen eigentlich, wenn wir das erkannt haben, nie mehr zu jammern über irgendwas. Jammern heißt ja immer, ich bin nicht in Verbundenheit mit der Wirklichkeit. Ach, wär's doch anders. Ach, hätte ich doch nicht. Oder ach, wäre dies oder jenes doch nicht so, wie es ist. Da sage ich eigentlich immer, meine Vorstellung entspricht nicht der Welt. Aber da ist die Welt und da bin ich und da stelle ich etwas davor. Das ist die Vorstellung und das ist die Unverbundenheit mit der Welt. Da sind wir eben nicht in Harmonie miteinander. Ich mache mich unfrei, denn ich stelle etwas davor, ich schneide mich ab. Wie können wir diese Erkenntnis, die Erkenntnis, dass wir freie Wesen sind, wie können wir das nicht nur als Gedanke in uns tragen, sondern wie kann das wirklich Lebensrealität, Lebensgefühl, Ausdruck unseres Alltags werden? Und da können wir einen wunderbaren Schulungsweg begehen. Denn es gibt ein Schulungselement und dieses Schulungselement, das benutzen wir fortwährend. Wir brauchen da nur etwas ins Bewusstsein zu holen. Denn etwas, was uns außerordentlich prägt, bis ins Lebensgefühl, in die innere Haltung herein, das ist die Art und Weise, wie wir sprechen. Und tatsächlich, wir sagen eben dauernd, gewohnheitsmäßig, dass wir etwas müssen. Ich muss noch schnell zum Bäcker. Ja? Morgen ist Wochenende und gleich macht der Laden zu. Das sind wir gewohnt zu sagen. Die Wahrheit ist, ich will noch schnell zum Bäcker, denn es ist Wochenende und ich will Brot haben. Natürlich will ich zum Bäcker. Ich muss da nicht hin.
Und wenn wir jetzt darauf achten, tatsächlich das Wort müssen vollkommen aus unserem Sprachgebrauch herauszubringen, nie mehr müssen zu sagen, das ist ein Weg, unser Lebensgefühl zu verwandeln, dass wir immer ersetzen das Wort müssen durch das Wort wollen. Kann sich verschiedenste Methoden ausdenken, kann sich zum Beispiel ein Schnürsenkel, ein Stück Schnur in der Tasche bei sich haben und dann immer, wenn man auf das Wort müssen aufmerksam wird, beim eigenen Sprechen einen kleinen Knoten reinmachen. Und sofort innerlich verwandeln, vielleicht auch äußerlich ausdrücken, in wollen formulieren, so dass das empfunden wird. Ich mache mir bewusst, ich will das. Und dann kann ich schauen, wie viele Knoten ich habe. Ich kann auch schauen, die Entwicklung dieser Knoten im Laufe meiner Übungsphasen. Da kann man verschieden herangehen. Manche wechseln ein Armband von der einen auf die andere Seite, ein Haargummi, was bei manchen Menschen mehr oder weniger sinnvoll ist, als Bewusstseinsanker und Bewusstseinsreflexionshilfe, da immer mehr hereinzukommen, um schließlich dahin zu kommen, das Wort müssen einfach gar nicht mehr zu gebrauchen. Das Wort können, insbesondere ich kann nicht, ist da ganz ähnlich. Das ist nicht so konsequent der Fall, aber wir sagen auch oft, ich kann leider nicht, ich kann am Freitag nicht zu deinem Geburtstag kommen. Wenn der andere dann fragt, warum kannst du denn nicht, können wir sogar sagen, ja, ich habe da das Vorstellungsgespräch, von dem ich erzählt habe, deswegen kann ich nicht kommen. Die Wahrheit heißt, ich will nicht zu deinem Geburtstag kommen. Es gibt einen Großteil meines Willens, der will zu deinem Geburtstag. Aber auf meinen Gesamtwillen bezogen will ich noch lieber zu diesem Vorstellungsgespräch. Obwohl ich davor Angst habe und so weiter, wenn ich mir die Konsequenzen bewusst mache, will ich natürlich dahin. Ich übernehme aber die Verantwortung nicht in meinem Sprechen, wenn ich sage, ich kann nicht, ich muss dahin. Ich schiebe es auf anderes, dabei könnte ich auch ehrlich sagen, was ich eigentlich will. Und wenn ich das dem anderen erkläre, warum ich nicht zu seinem Geburtstag will, sondern zu diesem Vorstellungsgespräch, dann passiert was ganz Großartiges. Dann versteht er das, dann sieht er das ein, der andere, und der will plötzlich gar nicht mehr, dass ich zu seinem Geburtstag komme. Der sagt, bitte komm nicht, geh zu deinem Vorstellungsgespräch. Wir erkennen etwas in der Welt, den Sinn, und an diese Erkenntnis knüpft sich der Wille. Natürlich ist die Freiheit auch so, dass da Willkür drin wohnen kann und jemand sagt, trotzdem. Ich will trotzdem, dass du kommst. Das ist aber kein Ausdruck der Verbundenheit, sondern des sich herausziehens. Es hat mit der Wirklichkeit dann auch wenig zu tun. Es ist nicht Ausdruck des Lebens in Verbundenheit mit der Wirklichkeit. Wenn wir von Mensch und Mensch so kommunizieren, dass wir nicht mehr sagen, ich kann nicht, dass wir nicht mehr sagen, ich muss, sondern ganz offenbaren, was wir eigentlich wollen, dann können wir die Erfahrung machen, dass da immer eine Tür aufgeht, wenn wir uns überwinden, uns zu dem wahren Willen zu bekennen, dass da eine Tür aufgeht und das Gespräch, die Begegnung wesentlicher wird. Ja, sagen Sie das nächste Mal nicht, du, ich muss jetzt leider gehen, sondern sagen Sie es rechtzeitig, ja, 20, 30 Minuten vorher, du, ich will jetzt leider gehen. Dann hat das Gespräch noch eine unglaubliche Vertiefungsmöglichkeit für die nächsten 20, 30 Minuten. Wie kannst du mir einfach sagen, du willst? Ja, gutes Gesprächsthema für die Begegnung von Mensch zu Mensch. Die Begegnung in solcher absoluten Ehrlichkeit hat die Möglichkeit, wesentlich zu werden. Wesentlich, ganz buchstäblich gemeint. Da tritt wie ein anderes Wesen hinzu. Die Begegnung findet statt
nun in einer Atmosphäre eines anderen Wesens. Die Wahrheit tritt ein, ist eingetreten. Das ist ein unglaublich tiefes Glück, einander so ohne Vorstellungen zu begegnen. Ohne Vorstellungen, ohne etwas davor zu stellen, unmittelbar von Wesen zu Wesen. Und da ist etwas ganz Wunderbares, denn es zeigt sich, dass die Freiheit, solche wahrhaftige Freiheit, überhaupt nichts zu tun hat mit Unabhängigkeit. Das wird so oft verwechselt. Aber Unabhängigkeit ist nicht Wahrhaftigkeit. Ist nicht wahrhaftig, das entspricht der Wahrheit der Wirklichkeit nicht. Denn Unabhängigkeit ist eine Illusion. Wer wäre denn unabhängig? Ohne die Welt gibt es mich gar nicht. Ich atme sie ein, ich atme sie aus. Wer sorgt für meine Kleider? Wer sorgt für mein Essen? Wir sind weltweit miteinander verbunden. Wehe dem, der sich da unabhängig macht. Die echte Freiheit führt zur Verbundenheit. Zur Verbundenheit mit der Wahrheit. Die echte Freiheit gibt es nicht ohne Wahrheit. Freiheit ohne Wahrheit hat die Tendenz zur Unabhängigkeit. Aber wenn wir der Wahrheit die Tür öffnen, in solcher Bekenntnis zum wirklich freien Willen, das führt zu einer Verbundenheit von Mensch zu Mensch. Und in solcher Verbundenheit bemerken wir können das auch noch anders nennen. Wahrhaftige Freiheit führt zur Liebe als Ausdruck der echten Verbundenheit, die von Wahrhaftigkeit durchtränkt ist. Kein warmer Sympathiebrei, keine solche Liebe, sondern die wahrhaftige Liebe. Wie drei Schwestern, Liebe, Wahrheit und Freiheit. Und das ist schon selbst Ausdruck der Gemeinsamkeit, der Verbundenheit von Mensch zu Mensch. Denn wenn ich wirklich mich besinne auf das, was ich eigentlich will, dann bemerke ich, das entspricht dem, was ein anderer Mensch eigentlich will. Das ergänzt das Wollen eines anderen, aber steht dem nicht entgegen, nicht im Widerspruch. Nur wenn ich nicht wirklich aus meinem Innersten handle, aus meiner Männlichkeit heraus, welche eine absolute Einseitigkeit ist, dann steht das vielleicht im Widerspruch zu etwas, wo ein anderer eine äußere Prägung seines Wesens geltend macht. Aber was ich in meinem Innersten will, ist letztlich Ausdruck des Innersten von einem anderen Menschen. Das ist auch Thema in der Philosophie der Freiheit. Rudolf Steiner hat das den ethischen Individualismus genannt. Wenn ich nur wirklich an mein Innerstes herankomme, bin ich am Innersten eines jeden Menschen dran. Was sich aber ganz einzigartig und individuell zeigt. Das hat lange vorher auch Shakespeare schon formuliert, in seinem großen Werk Hamlet. Da lässt er Hamlet einen Rat erhalten und dieser Rat heißt, sei treu deinem Selbst und folgen muss, so wie die Nacht dem Tag, du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen. Wenn du dir nur selbst treu bist, bist du treu dem wahrhaften Wesen eines anderen Menschen. Dann entspricht dein freier Wille dem, was ein anderer freier Wille möchte. Dieser freie Wille in Liebe und Wahrheit wird zum Ausdruck von etwas Höherem. Da will ich nicht nur privat irgendwas gemäß meiner Vorstellung, sondern da wird in mir wirksam ein großer Willenszusammenhang. Ganz persönlich, subjektiv will ich etwas. Und das zeigt sich
Darin zeigt sich objektiver Weltenwille. Und das gibt den Helden der Freiheit immer wieder die Kraft, dass sie nicht da alleine sind, abgeschnitten, unabhängig mit ihrem eigenen Wollen, sondern wenn dieser große Willenszusammenhang, der Weltenwille wirksam wird, dann gibt das Mut und Kraft und Überwindung auch der Einsamkeit mit sich. Dieser große Zusammenhang gibt Menschen Kraft, Jahrzehnte für die innere Freiheit, auf dass diese sich einmal äußere Unfreiheit würdig zu ertragen, fruchtbar zu machen, für die Entwicklung der eigenen Freiheit, für die Entwicklung der Freiheit der Menschheit. Und indem wir uns aufmachen auf den Weg der Freiheit, werden wir Weggefährten dieser großen Freiheitsgeister. Und die Verbundenheit mit ihnen kann uns immer wieder Mut und Kraft geben, dass auch unser Wollen, unser freies Wollen mehr und mehr Ausdruck des höchsten Willens werde.